Ja, moin zum nächsten Tutorial. Wie ihr seht, das ist die Landschaft, die wir als nächstes bauen werden. Wir werden das zu Testzwecken ein Partikelsystem einsetzen, die Blumen dazufügen und dann ja, diese Animation erstellen. Ja, dann bis gleich. Moin moin, hallo Leute. Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Heute geht es um die Blumen. Unsere Wiese wird ja ziemlich großflächig sein und da dürfen ja die Blumen und die Pflanzen nicht fehlen. Im Prinzip genau dasselbe System. Wir werden später wieder mit Partikelsystemen arbeiten. Da werden diese Blumen dazugefügt, sozusagen, in den Wiesen. So, bevor ich hier anfange, ich habe in der Videobeschreibung einige Bilder schon mal mit Links eingesetzt, damit ihr sehen könnt, welche Blumen ich genommen habe. Es spielt natürlich keine Rolle, es ist euch überlassen, sag ich mal, welche Bilder ihr nehmen wollt, welche Blumen ihr machen wollt. Ich zeige euch nur, wie ich die Blumen jetzt hier erstelle und ihr könnt dann selbstständig dann eure eigenen Blumen natürlich wählen. Ich werde trotzdem, ich habe schon mal eine Textur vorbereitet. Ich kann mal kurz mal zeigen, was ich meine. Kleinen Moment, dann gehen wir mal kurz in meinen Ordner rein. So. So, Texturen. So, also, wie ihr seht, hier habe ich mehrere Bilder schon gemacht. Und ihr könnt erkennen, ich klicke mal eins einfach mal an. So. So, das sind die Bilder, die ich teilweise von Pixabay, die kann man frei benutzen, auch ändern, auch kommerziell. So, und diese Bilder werde ich dann für unsere Wiesen dann benutzen. Ich habe aus diesen Bildern, sage ich mal, die Blüten herausgeschnitten und die Stängel, die Blätter, soweit und habe eine große Textur gemacht, damit wir nur mit einer Textur arbeiten. Damit können wir auch ein bisschen Speicher sparen und unnötig immer Texturen hochladen. Das brauchen wir dann nicht. Also wie gesagt, das habe ich dann gemacht und dieses Bild hier werde ich dann als Download auch zur Verfügung stellen in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch runterladen. Ja, und dann auch frei einsetzen. Ne? Gut, dann fangen wir einfach mal an. So, erstmal löschen wir diesen Würfel. Und weg, alles. Alles klar. So, gehen wir auf 7, Top View. So, jetzt laden wir unser... Genau, da ist es ja. Das wollen wir haben. Flowers, Texturen. Genau. Das ist die Textur. Und wie ihr seht, ich habe hier, das waren die Pflanzen, das sind die Bilder, die ich von der Pixabay runtergeladen habe und wie gesagt die Blüten herausgeschnitten und zu einer großen Textur erstellt habe. So, den nehmen wir. Jetzt erkennen wir natürlich nichts, das ist klar. Man hat die Möglichkeit, wenn man hier, wir sind auf Base-Modus hier und dann sehen wir, hier haben wir die Möglichkeit, wenn da Texturen oder Bilder runtergeladen sind oder aktiv sind, dann können wir hier auf Textur klicken und dann können wir das Bild sehen. Okay, dann scrollen wir ein bisschen runter, so groß muss es nicht sein. So, ja, das reicht. Also, so, dann das ist unser Bild, genau, Kollektion. Machen wir mal Reference. So. Neue Kollektion. Wie gesagt, immer mit Ordnung arbeiten. So. Den nenne ich mal so, Flower 1. Gut. Nebenordner. So, da fangen wir einfach mal an. Ich fange einfach mit dieser Blume an. Ich bin kein guter Pflanzenkenner, aber es scheint wohl
Vergiss mein nicht oder diese Blätter, wie die alle heißen, wie gesagt, die sollen meistens in solchen Wiesen sein. So, und deswegen haben wir diese ausgesucht. So, Shift A, Plane. Ach so, die ist ja groß. Alles klar. Einmal skalieren. Oh, Entschuldigung. Einmal Screencast. So, wieder hin. Jetzt seht ihr wieder, was ich mache. So. So. Den setze ich mal jetzt in der Mitte. Schiebe in der Mitte. Genau. So, dann gehen wir wieder auf unser Plane. So, auf Edit-Modus. Okay, jetzt bauen wir natürlich, so wie das dargestellt ist, einen Kreis machen. Das können wir beliebig machen, wie wir wollen. Ich habe einfach mit dem Plane angefangen, weil ich dann hier selber steuern möchte, was ich gerne haben möchte. Zum Beispiel, hier ist eine Blüte, hier ist eine Blüte, hier ist eine Blüte. Also mache ich hier ein Vertex Paint noch, Vertex Punkt, hier, und dann würde ich das hier rüberziehen. Wir machen es einfach mal. Subdivide. So. 1, ja. Oder wir lassen das bei 2. Ja, wir lassen das bei 2. Okay, den schieben wir dorthin. Den schieben wir dorthin. Schieben wir dorthin. Subdivide. Den schieben wir dorthin. Subdivide. Den schieben wir dorthin. Genau. So. Den lasse ich mal hier. So. Unser Ausgangspunkt. So. So. 2. Ja, genau. 2 Stück reichen wohl. Ja. Den so. So. Und den hier hin. Subdivide. Ja, könnte man nehmen, doch. So. Okay. Jo. Also gut, das ist unser, ich glaube, sowas, wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Bildkrone oder wie gesagt, ich bin kein guter Blumenkenner, deswegen lasse ich die Fachsprüche lieber, bevor ich hier in den Kommentaren zu sagen, was bekomme. Ja gut, okay. So, und jetzt will ich diese Blume hier, diese Blüte, rausexorieren. So. So. Ja, bevor ich das vergesse, wir wollen versuchen, so wenig wie möglich Polygone einzusetzen. Ja, Meshes. So wenig wie möglich, weil ihr müsst daran denken, dass wir später da jede Menge Blumen durch den Partikelsystem auf diese Wiese einsetzen. Und ich versuche ja, habe ich ja von Anfang an erklärt, wir wollen ihr Tutorial so sparsam wie möglich einsetzen, weil dass wir nicht später ein Projekt haben, der über 10 GB hoch ist. Und das könnte einige der, sagen wir mal, meiner User oder Folger, Abonnenten, vielleicht nicht, der PC nicht ausreicht für die Leistung. Deswegen, jeder muss das selbst bestimmen, jeder kann das selber ändern, ja, wie er das haben möchte. Und wenn er meint, mein Rechner ist groß, man schafft das, dann könnt ihr natürlich so gut wie möglich noch mehr Resolution einsetzen, wenn ihr wollt, dass die Blüte noch echter aussieht. Aber ich sage zum Beispiel, das müsste reichen, genau. So, 1, 2, 3, mehr mache ich nicht. Das könnte sogar schon zu viel sein. Wir müssen das später mal ausprobieren und dann sehen wir es ja. Ja? Sparsam umgehen mit unseren Vertex Points. Gut. Jetzt kopiere ich mir diese Fläche oben. Ja. So. Kopiert. So. So. Ungefähr so.
Okay. Dann klicken wir diese Edge-Kante, dieses Edge-Modus, den, Shift, diese Kante und F. So, dann haben wir das ja auch. So, Face, Face. So. Okay. Dann nehme ich beide Blüten gleichzeitig. Ja, erstmal ein bisschen so leicht in die Mitte setzen. So, okay. So, genau. So, F. So, das haben wir auch. Genau. Und jetzt nehmen wir oder komm, wir können das auch direkt von da extrudieren. So, skalieren. So, skalieren. So, ein bisschen weiter tiefer. So. 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 Hier ein bisschen runter. Okay. So. So. Mhm. So, ich beeile mich mal ein bisschen, damit das Tutorial nicht so lang wird. So, muss nicht genau alles so richtig passen, weil man sieht ja sowieso kaum was davon. Es sei denn, man möchte Nahaufnahmen machen von den Blüten. Dann könnte man sich natürlich Gedanken machen für Leute, die sich gerne mit Blumen beschäftigen, mehr Mühe geben bei der Blüten. Ne? So, aber in diesem Fall für uns reicht das schon mal. Das ist schon eigentlich schon sogar zu viel, was ich hier mache. Aber wir sehen das ja. So. So, ein bisschen größer hier. Rotieren etwas. Und so. Okay. So. Die erste Blüte haben wir. Gut. Dann nehmen wir das erstmal. Einmal auf Komma. Gut. So. Einmal nach oben ziehen. Ja, etwas mehr, so ungefähr. Wie hoch sind die Blüten? Ja, kommt eigentlich ungefähr hin. Okay, den wollen wir gleich auch mit dieser Textur verpassen. Den gleich wieder benennen. Ja, Flower 1. Genau. Shade Editor. So, dann gehen wir hier drauf. New. Flower 1. Etwas vergrößern hier. Ja, wir brauchen gleich mehr Platz. Ich gehe mal wieder auf Top View. So. Okay. So, Shift A
Image Texture. Scrollen ein bisschen weiter ran, damit wir sehen können, da ist das Bild. So, den setzen wir gleich da rein. So, wie ihr seht, das ist hier alles, das Bild ist schon hier drauf, aber weil die Koordinaten jetzt hier nicht stimmen, ist dieses Bild jetzt total verkehrt drauf. Das heißt, wir müssen erstmal ein Unwrap machen. Also, Top View nochmal. So, einmal Edit-Modus. Mit A alles skalieren, markieren. U, Unwrapping vom View. Von der Ansicht, die ich gerade auf diese Blüte anschaue, von dieser Ansicht will ich einen Unwrap machen. Genau. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. So. UV-Editor. Genau. Da ist unsere Blüte, unser UV-Map. So, und wo ist unsere Blüte? Da ist sie. Da wollen wir hin. Jetzt ziehen wir das Ding hier rüber. So. Vergrößern das ein bisschen. So ungefähr. Oh, passt doch schon. Ja, sieht doch schon toll aus. Es ist nicht perfekt. Ja, es ist nicht perfekt. Das werde ich noch biegen. Ja, und da werden noch Schatten und ein bisschen Materialeigenschaften kommen, dann sieht das schon besser aus. Und es reicht schon, wenn man das von Ferne sieht, dass das eine Blüte ist. Weil wir das später beim Partikelsystem sowieso gar nicht richtig auf Detail alles sehen können. Ja, das ist nur wichtig, dass wir hier ein paar Blüten setzen können. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir auf Face, gehen wir auf den mittleren Kern hier, klicken auf Move mit dem Pfeilen. Jetzt gehen wir wieder auf Proportional. Dieses Symbol muss an sein. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, da gehe ich später mal drauf zu, aber wir brauchen jetzt Mouse, den hier. Z. So, jetzt sehen wir keinen Kreis, dafür den Mausrad jetzt bewegen. So, jetzt sehen wir den Kreis, seht ihr das? Da. So, ja, ungefähr so, ja, würde ich sagen, ne? Genau. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. So, was können wir jetzt machen? Wie ihr seht, das ist der Mittelkern. Wir könnten jetzt ein bisschen, ja, extrudieren. So, jetzt haben wir extrudiert und skalieren. Ups. Proportion wieder aus. Skalieren. So. Genau. Jetzt sieht das hier gestretched aus. Das wollen wir natürlich nicht. So. Wir werden jetzt mal die Faces hier mit Alt. So, jetzt haben wir diese Faces hier angeklickt, weil es hier gestretched aussieht. Den wollen wir jetzt mal normal unwrappen. Wir gehen mal wieder auf Top View. Drücken 7. So. Unwrap vom View. So. Jetzt hat er hier diesen Unwrap erzeugt. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Skalieren den. So. Gehen ein bisschen näher ran. So. Ja, so ungefähr. Mal gucken, wie das aussieht. Oh doch. Ja, können wir, reicht. Das reicht vollkommen aus für uns. Ja, mehr brauchen wir wirklich nicht. Okay. So. Jetzt gehen wir. Ich sehe gerade, wir könnten jetzt die Blüten eigentlich bisschen hochsetzen. Wir gehen mal jetzt mal auf Unwrapping, Proportional wieder. Klicken einen der Wraps, diese Faces an. So, gehen auf G, verkleinern den Kreis. So, ein hier. So ein bisschen. Den ein bisschen tiefer.
So. Ja. So, den ein bisschen vielleicht verdrehen nochmal ein bisschen. Genau. Ja. Ja, genau. Und den wieder hoch. Okay, das so ein bisschen unterschiedlich aussieht. Jetzt könnten wir aber, ich mache mal kurz Proportional wieder aus. Klicken beide Faces, gehen mal ein bisschen runter. Den ein bisschen hoch. Ein bisschen verdrehen. Ich glaube, der ist zu verdreht. So. Ja. Okay. Ja, können wir so nehmen. Jetzt schauen wir uns mal, wie das aussieht, wenn wir das Subsurf draufsetzen. Ja, sieht schon ganz anders aus, ne? Genau. Ja, da seht ihr die Fliege, aber den lassen wir drauf. Das kleine Maskottchen. Alles klar. Okay, den nehmen wir wieder raus. So, jetzt können wir den Pflanzenstängel jetzt einsetzen. Da kopieren wir jetzt. Nehmen wir, genau. Also wie gesagt, Edge-Modus. So, dann nehmen wir diese Kanten hier. So. Gehen wir auf 1, Front View. Extrudieren. Skalieren. So. Genau. So. Jetzt wollen wir den Stängel ja machen, aber ihr seht, das sind viele Kanten hier. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt das reduzieren. Das heißt, jetzt gehe ich auf Shift S, Cursor to Selected und genau hier in Edit Modus noch platziere ich eine Plane. So, die Plane skaliere ich, skalieren, so ungefähr, genau, etwas tiefer, so ungefähr, so, komm, okay, die Edges sind angewählt von der Plane, Shift, die obere Kante, so, und dann rechte Maustaste, Bridge Edge Loops. So, sozusagen haben wir jetzt eine Brücke gebaut, aber ihr seht, da sind Dreiecke, aber das ist nicht so schlimm. Wir wollen ja mit weniger Meshes arbeiten, das heißt, jetzt machen wir auf Viereck wieder runter. So, skalieren und jetzt nochmal extrudieren. So, da ist das Ende. Dann gehen wir tiefer. So. Okay. Jetzt haben wir aber einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Was ist es? Seht ihr den Origin? Der Origin ist am falschen Platz. Ich skaliere mal. Das ist der Mittelpunkt des Objektes. Und den wollen wir hier haben. Wie machen wir das? Ich zeige euch einen Trick. Der unterste ist ja markiert. Diese Seite ist ja markiert. So, was machen wir jetzt? Shift S, Cursor to Selected. Jetzt ist der 3D-Cursor hier drauf. Und wir sagen jetzt einmal Tab raus. Aus Tab raus. Object, Set Origin zu 3D-Cursor. So.
Jetzt ist der Origin weg. Der Origin ist da, wo wir den zuletzt gewählt haben. So, jetzt könnten wir aber wieder auf Edit-Modus gehen. Mit A die ganze Blume markieren. Und jetzt ein bisschen tiefer. So. Ungefähr. Genau. So. Jetzt haben wir das hier in der Mitte. Weil, wenn wir den Partikelsystem einsetzen, sitzt der Stängel noch weiter rein. Deswegen den Origin ein bisschen weiter höher setzen. Mit G. Ja, setzen wir den mal so hin. Genau. So, jetzt haben wir unsere erste Blume gemacht. Jetzt wenn wir den Stängel natürlich, der ist ja nicht gerade, mit Steuerung R machen wir mal 2 Loops, ja, und lassen das los und dann setzen den so mittig mal ran. Genau. Wir lassen die beide markiert und dann ziehen wir den ein bisschen. So. Genau. Ja. Alles klar. So, jetzt kommen die Pflanzenblätter, Stängelblätter noch rein. So, dann benutze ich, ja, welche war das jetzt? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber ich schätze mal, wir benutzen mal, das gehörte hierzu. Ja, also, wie gesagt, ich bin kein Pflanzenkenner, deswegen wisst ihr bestimmt, müsst ihr raussuchen, welche ihr haben wollt. Wir nehmen mal diese hier, ja? Das gefällt mir irgendwie. Den können wir jetzt hier ransetzen. Wie machen wir das? So, jetzt gehen wir auf Top View. Das Bild ist markiert. So, ungefähr. Genau. So, jetzt den nehmen wir weg. Mit einem Auge ist das dann versteckt, damit wir jetzt in Ruhe mit diesem Blatt arbeiten können. Okay. Shift A. Plane. So, warum sehen wir die Plane nicht darunter? Warum? Aha. Weil da unter gesetzt wird. Wir gehen mal auf Alt G. Aha. Mit Alt G könnt ihr die Grundeinstellung wieder hersetzen. Da landet der Plane dann wieder, wie gesagt, in die Grundbasis Mittelpunkt. Okay. So, jetzt skalieren wir die Plane. So, gleiche Prozedur. So. Ja, so ungefähr hier. Genau. Okay. Edit-Modus. Ja, machen wir 2 Stück. So. Okay, dann wollen wir mal ein hier, ein da. Tja, wie machen wir das am besten? Nee, wir machen das ganz anders. So. Okay, genau so. Ja. So, extrudieren. So. Alt Edge-Kante wählen. Extrudieren. Dass wir ungefähr die Form des Blattes verformen können. So. Gehen. Damit ziehen wir die Bedeutungspunkte. So. Oder wartet mal. Nein, wir machen das anders. So. 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 Ach, den Stängel noch. Genau. Das kleine Stück. Den ein bisschen skalieren. Ja. Genau.
So, dann nehmen wir... So, jetzt haben wir hier, könnten wir normalerweise den Flower wieder nehmen, weil das die gleiche Map ist. Ja, da wo der Bildtextur ist. Gehen wieder auf unseren Bild. Edit-Modus. Alles markieren. Unwrap vom View. So. Alles markieren. Und jetzt hier rüber ziehen. Ziehen wir ein bisschen weiter hoch hier. Vergrößern. Oh, sieht gut aus. Mit Shift so leicht langsam Slow Motion bewegen. Genau. Gut, jetzt haben wir den Blütenblatt auch fertig. Ja, okay. Jetzt öffnen wir unsere Blume wieder. Besser gesagt, erscheint das wieder. Wir haben jetzt das versteckt mit H. So, jetzt ziehen wir das Ding hoch. So, genau. So. Wir müssen kurz das Objekt auf die Skalierung applyen. Steuerung A, Rotation and Scale oder Alt Transform. So. Okay. Ja. Rotieren auf der X-Achse. So. Genau. Genau. Okay. Jetzt klicken wir mal. Ja, klicken wir mal hier. Proportional. GZ. So leicht. Ja, so ungefähr. Genau. Den Stück hoch. Den wieder etwas tiefer. Genau. So, das sind jetzt aber zwei verschiedene Objekte. So, seht ihr das? Das wollen wir nicht. Das muss ja im Ganzen sein. So, das heißt, wir drücken erst den Blatt, Pflanzenblatt hier, Shift, die Blume, Steuerung J. So. Jetzt ist das ein ganzes Stück, so wie es sein soll. Genau. Jetzt gehen wir auf Edit-Modus wieder. So. Jetzt können wir mit L, weil es ja ein exotrisches Objekt ist, den haben wir extra erstellt, können wir das Blatt auf alles markieren. Mit L. So, Shift D. Wir gehen mal jetzt auf Top View und dann, damit könnt ihr auf Transparent X-Ray gehen. So, wir gehen mal auf Rotieren. Oh. Proportional wieder aus. So. Genau. Den machen wir hier rüber. So. Den könnten wir, ja, den setzen wir ein bisschen höher an. Ungefähr hier. So. Jetzt ist er so verbogen. Den wollen wir mal anders setzen. So, wir drehen den nochmal. Auf der, rotieren auf Z-Achse ein bisschen. So. Dass er so ungefähr gerade mit der Y-Achse so ungefähr geht, weil wir jetzt das spiegelverkehrt skalieren wollen. Das heißt, wir drücken auf S, Y, minus 1. So.
gehen wieder auf Top View. Okay. So, ihr habt wahrscheinlich auch was bemerkt. Es ist die Textur nämlich. Die Textur ist jetzt auf dem Rücken gelandet, weil wir es gespiegelt haben. So, wir könnten jetzt eigentlich mit Alt N Outside, dann sind die Normals wieder nach oben. Also mit Alt N könnt ihr die Normals, sag ich mal, in der Innenseite, auch in der Außenseite wieder setzen. Ja, flippen. Weil die Normals sind ja sozusagen die Außenansicht, ist ja das, was man sieht. So, und das ist die Innenseite. So, okay. Gut, das sieht gut aus. Jetzt kopieren wir mit L, Shift D, ziehen den Stück runter, kleines Stück nur, so. Genau. Rotieren wieder auf Z. So. Genau. Ja. Wir könnten den jetzt nochmal runterbiegen. So, jetzt nehmen wir einen anderen. Jetzt nehmen wir Spare. So, weil wir so genau. Da habt ihr eine kreisförmige Biegung, wie es auf dem Abbildung drauf ist. So. So, da habt ihr so eine Wölbung, eine kreisförmige Wölbung. Okay. Dann drücken wir auch wieder auf L. Proportion wieder aus. So, so ungefähr. Jetzt rotieren wir den ein bisschen. Der ist ein bisschen zu stark. So. Genau. Okay. So, jetzt machen wir Transparent Modus X-Ray wieder aus. Ja, genau. So finde ich das in Ordnung. So, wir könnten mal jetzt mit dem Material rumspielen. Wir gehen mal auf Eevee. Ja. So. Dann nehmen wir Scene World raus. Das ist die Scene World, die wir jetzt haben. Und wir können auch einen simulieren lassen. Wir schalten dann Scene World aus und können, ja, nehmen wir eins mit, wo viel Licht ist. Nehmen wir den. Ja, können wir auch nehmen. Ist gut. So. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. So, dann. Das, was sich bei Flower 1, dieses Material ist komplett für die ganze Blume gewählt. Jetzt gehen wir mal auf Normal. So, passiert noch nichts, ist klar. Steuerung A. Vektor, Konverter. RGB to PV. So. Vektor Bump. Den auf High setzen. So, ihr merkt ja schon, aber das ist zu viel. Wir gehen mal auf 100. So. Und nehmen noch ein Converter Color Ramp noch dazu. So. Jetzt gehen wir ein Stück weiter wieder hoch. So ungefähr. So, und jetzt könnt ihr damit mit der Color Ramp die schwarze, ihr seht das, noch ein bisschen weiter runtersetzen, weil es jetzt durch diese Farbe zu einem Schwarz-Weiß-Bild konvertiert ist, können wir den Modus, den Weißskala, soweit könnt ihr das so einstellen, wie ihr das haben wollt, die Unannehmlichkeiten. So, okay.
So ungefähr. So, und jetzt können wir ein bisschen Rhombus noch dran nehmen. Ein bisschen mehr. Machen wir mal noch 50. Den gewissen Glanz haben wir eigentlich ja. So. Ja. Genau. Okay. So. Jetzt wollen wir mal jetzt brauchen wir den Stängel. Genau, da haben wir, glaube ich, den hier gemacht. Genau. So, wir gehen auf Edit-Modus. Face Select. Gehen auf eine der Kanten. Alt. Jetzt auf eine der alten Kanten. Klicken das Shift gedrückt halten. Dann wieder auf Alt und eine der Kanten. Und weiter hoch. Genau. So, jetzt nehme ich X-Ray-Modus wieder. Drücke auf C. Da haben wir so eine kreisförmige Fläche. Mit dem können wir jetzt komplett die Fläche hier markieren. So. Einmal kurz X-Ray wieder aus. So. Gehen auf Front-Modus. Unwrapping vom View. So, da ist unser Stiel. Jetzt gehen wir hier runter. So, skalieren den etwas. So. So, das reicht schon. Okay. Jetzt gehen wir auf Proportional wieder. Gehen auf unser Smooth-Modus. Klicken einen der Vertex und schieben erstmal schön gerade auf diese Textur. Ja, so ungefähr. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt skalieren wir. So. Damit wir mehr von der Textur haben. Obwohl, wir sehen das sowieso nicht so detailförmig. Brauchen wir es eigentlich nicht, aber skalieren wir den. So etwas. So. Okay. So. Alles klar. So. Unsere erste Pflanze ist fertig. Und das hier, wir werden wie gesagt mehrere Pflanzen machen. Wie gesagt hier. Da haben wir noch einiges zu. Ja, in diesem Tutorial habe ich euch nur gezeigt, wie ich das jetzt gemacht habe. Und das wird dann später für unser Partikelsystem werden. Ja, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen hier nochmal zeigen, aber wie gesagt, ich werde die Textur in die Beschreibung setzen. Und ihr habt gesehen, wie ich jetzt diese Pflanze gebaut habe. Und worauf ihr achten möchtet, ist wie gesagt so wenig Polygone, Meshes und den Origin in den Mittelpunkt des Ausgangspunktes hier zu setzen. Ja? So, ich wünsche euch viel Spaß und ich werde erstmal die nächsten Blumen bauen und dann komme ich wieder auf euch zurück. Ja? So.
sind fertig. Äh, Ich habe, wie gesagt, die einzelnen Blumen erstellt, die auf dieser Texturen waren und habe einfach jede einzelne dupliziert, so, und einfach ein paar Änderungen vorgenommen. Seht ihr hier. Also hier ist nur eine Blüte dran, hier sind zwei und habe mal den etwas verdreht, hier genauso. Da ist nur einer, hier sind wieder zwei Blüten. So, und hier genauso. Also ich habe gesagt, machen wir von jedem zwei Stück, das reicht total aus für unser kleines Projekt. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, unterschiedliche, das ist euch alles selbst überlassen, ja? So, der andere ist hier länger, den habe ich ein bisschen kürzer gemacht. Und hier habe ich zwei Stängel sogar gemacht. Hier, da ist nur eine Blumenstrang dran und hier sind zwei Stängel dran. Genau. So, und da habe ich nochmal Blätter, die auf dem Boden liegen. Die habe ich hier noch welche gesetzt. Ja, das reicht ja für uns. Ne? Okay, dann wollen wir mal unsere Wiese machen mit einer kleinen Windsimulation, wie ihr das am Anfang im Intro gesehen habt. Ja? Gut. Alles klar. So. Diese Textur brauchen wir nicht. So. Einfach das Auge wegschließen, dann sehen wir, ist es versteckt. Dann erstellen wir jetzt eine Plane. So. Wir schieben mal erstmal die ganzen Blumen hier zur Seite. So. Genau. So, die Plane ist ja jetzt 2 Meter mal 2 Meter. Die vergrößern wir mal ein bisschen, ungefähr so. Ups, das war zu groß. Ja. Ja, ungefähr hier so. Das reicht. Okay, gut. So, dann gehen wir auf 1, Front View. Erstellen uns gleich eine Kamera. So. Immer darauf achten, die Kamera. Ihr müsst ab jetzt auf Szenenkollektion. Die Kamera, gleich kommt vielleicht noch die Sonne. Alles auf der Szene. Hier in diesen Ordnern darf nichts mehr eingesetzt werden. Weil diesen Ordner, da sind unsere Blumen drin. Ja? Das erkläre ich auch gleich warum. So, und jetzt drücken wir auf 0. Gehen wir auf Kameraansicht. Klicken die Kamera an. Am besten ist, dass ihr noch ein zweites Fenster hier macht, wo ihr nochmal seht, wie ihr mit den Objekten gerade, also wie die Objekte gerade hier irgendwie angeordnet sind. So, okay. Jetzt skalieren wir den auf der X-Achse. So. Ja, komm, noch etwas tiefer. GZ. Ups. Moment. Screencast. Sorry. Ich vergesse das immer wieder, ich weiß. Okay. So. Hier ran. Oh. So. Okay. Die Plane anklicken. Edit-Modus. Rechte Maustaste. Subdivide. Machen wir mal, ja, 40. Ja, 40. 40 reicht aus. So, jetzt haben wir die Plane unterteilt mit Subdivide. Jetzt gehen wir wieder auf Edit-Modus. Proportional einschalten. Drücken einen Vertex da hinten. Ja, und ziehen den mal langsam. Und die Mausrad dabei auch. Gedrückt halten und die Mausrad bewegen, dass der Kreis so. So. Genau. Da hinten nochmal so ganz leichte Umhebung. Bisschen. Okay. Hier etwas tiefer. Den Kreis wieder verringern mit dem Mausrad. So. Okay. Hier nochmal kleiner. So. Ja. So. Ja. Müsste eigentlich reichen. Okay. So. Jetzt haben wir unseren Boden erstellt. Ganz einfache Plane. Einmal Steuerung A. Die Skalierung. Apply. So. Gut. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Dann lass uns gleich mal dem Boden eine Textur geben, eine ganz einfache. Wir wollen ja nur unsere Blumen
mal testen, wie das aussieht mit einem Partikelsystem. Deswegen machen wir es ja nur. Das ist noch nicht unser großes Projekt. Das kommt zum Schluss. So, öffne mal. Ja, Texturen, Boden. Ja, nehmen wir den. So. Bauen. Steuerung T. Ja. Machen wir mal 30. Entschuldigung. Na, zu viel. 3. Das müsste eigentlich so hinkommen. Gut, haben wir das auch. Okay. So, dann drücken wir Partikelsystem. Wir schieben mal das ein bisschen runter. Genau. Und jetzt unser Plane F7 Top View. So. Alles klar. So, das ist unsere Kameraansicht. Ja. Wir wollen jetzt diesen Bereich jetzt erstmal mit unseren Gräsern befüllen. Fangen wir einfach mal an. Partikelsystem. So. Her. Seht ihr schon? So, den benennen wir gleich. Gras. Ja, Advanced. Machen wir erstmal 500. So. Und dann gehen wir auf Render. Path. Collection. Oh. Wir haben unseren Grass noch gar nicht eingefügt. Wir gehen auf unseren Assets Ordner hier rein. Grass Blend, Kollektion, Grass Partikelsystem. Ja? So, da ist unser Gras. Den haben wir in einem vorigen Tutorial erstellt. So, da wollen wir hin. Den aber jetzt runter. Den wollen wir nicht sehen. Ganz unten skalieren, brauchen wir nicht sehen. Genau. So, da ist es. Und jetzt können wir hier Grass Settings Partikelsystem wählen. So, jetzt haben wir unseren Gras hier drauf. So, okay, den könnten wir jetzt ein bisschen vielleicht vergrößern, ganz wenig oder so. Okay. Machen wir gleich mal mehr. Aha. Genau. Ja. So, ist das in Ordnung, würde ich sagen. So, jetzt sehen wir die ganze Fläche hier. Die ganze Fläche ist jetzt damit bedeckt. Aber ich möchte nur, was ich durch die Kamera sehe. Hier und hier, das brauche ich ja nicht. So, das heißt, wir erstellen jetzt eine Vertex Paint. Wir gehen jetzt hier drauf. Vertex. Jetzt gehen wir auf diese Plane hier, klicken diese Plane, Object, Weight Paint. So, nur die Kameraansicht. Das heißt, so. Oh, das kommt ja ungefähr hin. Okay. So. Automatisch haben wir jetzt eine Group hier drin. Den können wir gleich benennen. Den nennen wir jetzt Grass. So. Diese Weight Paint, diese Vertex Paint heißt jetzt Grass. So, und jetzt auf Objektmodus wieder. Wir gehen in unser Partikelsystem. Gehen runter. Vertex Groups. Dichte, Density of Grass. Und schon haben wir nur da, wo die Kamera. Und wenn ihr seht, hier sind immer noch was drauf. Seht ihr das? Da ist immer noch zu viel. Wir könnten jetzt wieder auf Vertex, auf Grass anklicken. So, und dann wieder Weight Paint. Aber da ist der Weight Skala die Stärke. Wir gehen damit ganz runter. So, und jetzt können wir das hier bearbeiten. Seht ihr das? So, wir könnten jetzt zum Beispiel hier. Genau.
Mit F könnt ihr den Pinsel, den Kreis verkleinern. Genau. So, wir könnten auch hier rauf gehen. Das geht auch. Und hier genauso. Aber ich arbeite hier besser. Hier können wir besser damit. Von oben sieht man die Vertex, hat man besseren Durchblick. Genau. So, das reicht. Object, alles klar. So, unser Gras haben wir. Jetzt wollen wir die Blumen, die wir erstellt haben, mit jetzt auf diesen Rasen einsetzen, in unser Gras. Dann gehen wir auf Partikel-System. Neu, wieder her, Advanced. So, jetzt haben wir Ordner, Flower 1, Flower 2, Flower 3 und unsere Sonnenblumen. Die sind ja hier drin, die habe ich extra Sunflower genannt. Und da sind unsere Blätter, die auf dem Boden liegen. So, jetzt benennen wir die vernünftig. Hier steht Flower 1, also nennen wir das auch unsere ersten Blumen Flower 1. So. Dann die Einstellung auch. Das ist der Name des Partikelsystems. Ja, so kann man das benennen. Und das ist der Name für die Einstellung. Man kann diese Einstellung zum Beispiel auch für den Gras übernehmen. Aber jede Partikelsystem sollte seine eigene Einstellung haben. Aber das ändern wir jetzt gleich. Nämlich, habe ich was vergessen? Flower 1. So, gut. Da steigen wir erstmal runter auf 30. Path, Kollektion, Flower 1. So, seht ihr das schon? Warte. Wir machen mal hier das hier aus, die Markierung hier. Genau, da sind unsere Blumen. So. Genauso wie beim Gras wollen wir jetzt nochmal Vertex Paint machen. Und hier drücken auf Plus. Flower 1. So. Und jetzt auf Weight Paint. Wichtig ist, dass ihr auch das angeklickt habt. Ja? Wenn ihr jetzt auf Gras klickt, dann ist das für ein Gras wieder. Es ist immer wichtig, was aktiv ist, sondern Flower 1, den haben wir angeklickt. Jetzt könnt ihr wieder bemalen. Das seht ihr auch, weil hier ist noch alles blau. Ist noch nichts mehr gewählt. So, aber wir müssen noch den Weight Skala wieder hochdrehen, damit wir auch malen können. So, jetzt machen wir mal, hier ein bisschen. Ja, da ein bisschen. Hier ein bisschen. Ja, machen wir hier ein bisschen mehr, ganz hinten. Müssen wir gleich mal schauen, wie das aussieht, ne? Ich glaube, das reicht erstmal. Da kommt noch mehr zu. So, jetzt haben wir ein neues Vertex Paint gemacht. Ein Weight Paint, sondern mit dem Namen, mit der Vertex Group Namen Flower 1. Partikelsystem wieder zurück, Flower 1. Jetzt gehen wir ganz nach unten wieder zu einer Vertex Group und nennen Flower 1. Haben wir gewählt. Jetzt seht ihr das. Da hinten, das ist das, was wir bemalt haben. Seht ihr das? Genau, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, sieht doch schon mal gut aus, finde ich. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt haben wir hier 30 Blumen, wir könnten auch 100 nehmen, ne? Aber wenn ihr mehr nehmt, dann müsst ihr langsam, die Blumen sehen ja alle einheitlich aus, die sehen irgendwie alle in eine Richtung. Deswegen nehmen wir jetzt Rotation hier, klicken Rotation. Und die Phase nehme ich mal auf A komplett hoch. Seht ihr das? So, und jetzt können wir die Blumen rotieren. Unterschiedliche Größen setzen. Genau. So, und dann vielleicht mit der Größe noch rumspielen. Aber das ist viel zu groß, ne. Sogar kleiner. Ich würde sogar kleiner machen. So. Ja. Genau. Und hier könnt ihr unterschiedliche Größen erstellen. Der eine wächst höher, der andere wächst kleiner.
So, jetzt vielleicht ein bisschen wieder groß. Ja, okay. Genau. So sieht es ja gut aus. Gut. Und das machen wir jetzt komplett für unsere Blumen. Ja? So, den nächsten erstelle ich auch nochmal zusammen. Damit nochmal langsam, ich gehe das nochmal langsam durch. So, weil ich euch gleich was zeigen möchte. Wir wollen gleich diese Einstellung von diesem Flower 1 für unsere nächste Flower 2 übernehmen. Und deswegen, das will ich euch nochmal zeigen. Ich habe mir gerade was überlegt. Hier, H-Dynamics, das schalten wir jetzt auch ein. Das brauchen wir für unsere Windsimulation nachher. Wir gehen runter. Wie gesagt, H-Dynamics. Jetzt können wir hier die Steifheit der Blume und so weiter und so fort alles etwas erhöhen. Wir erhöhen das mal auf 2000. Ups, nicht 2000, 2. So, genau. Okay, da haben wir das. Danach, jetzt haben wir hier Rotation, Physics, das brauchen wir nicht, nein, das brauchen wir nicht, genau. Das bleibt alles, genau, das müsste eigentlich so richtig sein. Alles klar. Okay, gut. So, und jetzt gehen wir wieder hoch. Neues Partikelsystem. Her. Flower 2. Und jetzt nehmen wir die Einstellungen vom Flower 1. Aber jetzt haben wir die Einstellung. Sobald du hier was änderst, übernimmt das auf 1. Das wollen wir nicht. Darum klicken wir jetzt hier. Dadurch haben wir eine Kopie erstellt und ändern einfach den Namen jetzt auf 2. So, jetzt haben wir die Einstellung kopiert von Flower 1, aber jetzt können wir Änderungen vornehmen, ohne dass die Einstellung von Flower 1 beeinträchtigt wird. Jetzt gehen wir hier aber dann runter. Da, seht ihr das? Das sind die kompletten Einstellungen und jetzt ändere ich von Flower 1 auf Flower 2. Wow. So, jetzt hat sich was geändert. Das erkennen wir noch nicht. Wir machen mal ein bisschen größer. Da sind unsere weißen Blumen jetzt. Genau, blühen. So, den machen wir jetzt tiefer. So, jetzt hat er auch. Okay, die Vertex Band nicht. Da könnten wir auch was machen. Dann gehen wir wieder auf Vertex Groups. Klicken 9 plus. Flower 2. Gehen auch wieder Wet Paint. So, jetzt könnten wir eins vor der Kamera vielleicht ein bisschen. So. So. Hinten wieder ein Haufen, vielleicht von der Weiß ein bisschen mehr. So. Okay. Hier ein bisschen. Ja, okay. Das reicht. Gut. Flower 2. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Partikelsystem. Flower 2. Flower 2. So, wie ihr seht, jetzt sind die da. Genau. Jetzt können wir hier noch mal ein bisschen ja, mit der Skalierung noch ein bisschen rumspielen. So. Und dann mit der Rotation. Genau. So, wie können wir mal so mal auf Shading-Modus gehen, Viewport, da sehen wir ein bisschen mehr. Genau, okay. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder? Wir gehen mal auf 0,03. Ja, sieht eigentlich gut aus. Okay, gut. Können wir so nehmen. Wir können die Seeds, Variationen, hier können die verschiedene Variationen, was von dem Generator, von dem Partikelsystem erstellt wird. Wir können hier mal auf die erste, gehen wir mal auf 1, Seed 1, Seed 2, Seed 3. Dadurch erzeugt sozusagen das Partikel-System unterschiedliche Punkte. Also da wird die Blumen anders verteilt. Ja? Die Punkte, also das Weight Paint bleibt, es bleibt an dieser bemalten Stelle, aber wie gesagt, weil wir jetzt den
den Boden unterteilt haben, haben wir eine Möglichkeit, die Blumen versetzt, anders, also in verschiedenen Variationen zu verstreuen. So, und das können wir jetzt mit Seed 4. Ja, lassen wir bei 6. Genau. Also jetzt müsst ihr es selber entscheiden. Ihr seht, was ich hier einstelle, ob ihr jetzt 500 Blumen setzt oder 300. Macht das so, wie ihr euch das gefällt, ne? Und dann geht's weiter. So, ich bleibe bei 100. So, jetzt machen wir natürlich weiter. Hair Dynamics einschalten, das ist wichtig. Schaltet die Hair Dynamics bitte immer ein, das brauchen wir später für die Windsimulation. Genau, Steifheit 2, 300 Gramm machen wir 100. So, 100, das ist gut so. Und das müssen wir auch bei Flower 1 auch machen. Flower 1, auch 100, genau. Alles klar. So, dann jetzt beeile ich mich jetzt einfach und mache schon mal die nächsten Blumen. Und ihr schaut zu. So, jetzt gehen wir zurück. So, unsere Wiese ist fertig. Wir haben alle Blumen eingefügt. So, jetzt fangen wir an. Wir wollen die Naturlandschaft mit Wind, dass die Blumen sich etwas bewegen. Ja, dass sie sich ein bisschen hin und her schwingen. Das wollen wir jetzt mit einem Wind, mit Wind und Turbulenzen rübersetzen. Fangen wir einfach mal an. Wir gehen mal hier drauf und Shift A. Moment. Shift A. Force Field. Wind. So, den machen wir mal so. Genau. So, nach oben. Rotieren. Auf der Y-Achse. Ja, ihr merkt das schon. Ihr merkt, dass sich gerade ein bisschen. Ja, machen wir mal ein bisschen zur Seite. Holen wir jetzt ein neues Fenster hier hoch. Die Timeline nach hinten ziehen. So, wir gehen mal jetzt auf Base View und wir reduzieren mal, wir klicken mal das Gras weg, die Blumenpaar, so, wegen der Rechenleistung. Wir gehen mal jetzt und drücken auf Play, wie sich das jetzt schon mal anfühlt. Ah, okay. Ihr merkt das schon. Da. Ja, genau. So. Weil jetzt dieser Windsimulator jetzt hier im Plane ist, berechnet er gleich den Widerstand. Wir haben ja eine Steifheit eingestellt hier. Wir klicken mal die Plane wieder. Nicht, das sind die Blades, das sind die Blätter.
die auf dem Boden liegen. Die sollen so dort eigentlich bleiben. Wir werden mal Flower, klick mal Flower. So, da haben die Hair Dynamics eingerichtet. Und da haben wir die Steifheit 2 genommen, weil sonst würden die komplett biegen. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf 0,5 haben würden, schauen wir mal an, wie das aussieht. Ja, das ist zu viel. Wir nehmen mal die Sunflower, diese Sonnenblumen. Genau. Das probieren wir jetzt mal nochmal. Aha, okay. Dann sehen wir es nochmal. Ah, ist zu viel. Wir setzen mal wieder auf 2. Okay. Jetzt gehen wir mal auf die... So. Sunflower. Gut. Dumping ist auch gut. Okay. Jetzt können wir mal die Turbulenz einstellen. Turbulenz hier rein. So, und jetzt F7, Top View. So, das ist Turbulenz. Die ziehen wir mal hier rüber. Und wie ihr seht, wenn ihr die Turbulenz erzeugt sozusagen von der Sonnenblume die ganze Bewegung jetzt gerade. Wir gehen mal hier rüber, an diese Ecke. Hier hin. Den Player auf 1 setzen. Den Turbulenz anklicken. I. Location. So. Wir haben eine Markierung. Und er soll bei 250 Frames ziehen wir den dann so diagonal rüber, dass er so herüber geht. Dann drücken wir nochmal I und Location. So, jetzt gehen wir mal zurück und schauen wir uns das mal an. Ah, sieht das schon mal gut aus. Genau. Genau, das sieht ja schon mal gut aus. So, und das nutzen wir dann komplett für unser Partikelsystem. Wir schalten mal alles wieder ein. So, gehen zurück und schauen uns das nochmal an. Komplett, also ob es schafft mein Rechner? Ah, doch. Ja, perfekt. Genau. So, und jetzt haben wir eine Windsimulation mit einer Turbulenz. So, und die Turbulenz sozusagen ist dafür da, dass sich ein bisschen die Pflanzen sich hin und her bewegen, ja. Wir haben ja Windstärke, der Wind kommt mal in verschiedene Richtungen manchmal, ne, bläst mal ein bisschen hin und her und deswegen sieht das auch realistischer aus, finde ich. Okay, schauen wir uns auch mal an, ganz kurz. Ja. Genau, so machen wir das. Alles klar. Und jetzt nochmal auf Shading-Modus und setzen uns mal eine Sonne. Einmal auf Szenenkollektion klicken, hier hin. Shift A. Bisschen Sonne. So, dann sehen wir ein bisschen Licht. Dann machen wir den mal ein bisschen heller. Oder wir können auch direkt Environment Textur nehmen. Öffnen die Textur. HDI. Wie gesagt, diese Environment Textures könnt ihr bei polyheaven.com, werde ich auch in der Beschreibung den Link setzen. Da könnt ihr kostenlose Texturen und Umgebungstexturen, HDI-Texturen sozusagen kostenlos runterladen und einsetzen. Ja, wir nehmen mal hier den Canon Open. Genau, das habe ich auch beim Intro genommen. Das ist das, was ihr gesehen habt. Jetzt könnt ihr hier beim Shader, beim Shade Editor, Objekt, auf Word klicken. Ziehen wir es rüber. So, das ist die Environment Textur. Wir müssen zurück. Drücken STRG T. Dann erzeugt ihr so automatisch den Texture Coordinate und die Mapping. So, da haben wir diese Rotation, Z-Achse. Und wollen wir mal auf
30%. Okay. Gehen wir mal in eine andere Richtung. Genau. So. Perfekt. So, das gefällt mir schon. Ja. Ziehen wir ein bisschen zurück, damit wir mehr vom Bildschirm sehen. So. Klicken mal die Kamera. Ich mache mal die Markierung wieder an. Hier. Oder hier die Kamera wählen. So, dann G, Z, Z. Und gehen wir mal näher ran. So. G, Z, bisschen runter. Ja. R für rotieren, dann mit X so bisschen. Okay, dann wieder runter. Ja. So, genau. Ja, und dann lass uns das mal rendern. Mal gucken, wie das aussieht. Genau. So, das ist unser Rasen. Ihr könnt natürlich mehr. Es ist euch überlassen, die Menge einzustellen. Für den Gras zum Beispiel. Ich wollte, dass sich ein bisschen der Boden noch sieht, aber wir könnten zum Beispiel auch, wenn wir wieder auf Partikelsystem gehen, ich schalte mal wieder die Markierung aus, dann sehen wir etwas mehr. Dann gehen wir auf Partikelsystem, gehen auf Gras, machen wir mal 2000. Dann haben wir ein bisschen mehr Gras. Ups. Ja. Quatsch. So. 3000. Das sieht auch gut aus. Okay. Ja, das war der Tutorial. Jetzt wegen unserem Rasen. Unsere Blumen sind fertig, unser Gras ist fertig. So, und es dauert nicht mehr lange, dann fangen wir mit unserem großen Projekt jetzt an. Weil ich schätze mal, wenn wir das große Projekt starten, machen wir jetzt die Umgebung. Wir werden Berge machen, erstellen und dann vielleicht einen kleinen Bach oder einen Fluss, je nachdem. Und nachdem wir unsere Assets fertig haben, ist so gut wie fertig die Assets, ja, es fehlt uns ja nichts mehr. Und dann fangen wir natürlich an, die Umgebung zu erstellen komplett, die Assets einzusetzen. Und dann fehlt uns bestimmt Ideen noch ein, was wir noch zufällig noch reinsetzen. Es kommt noch eine Holzhütte rein, wir werden eine kleine Holzhütte einbauen. Und dann noch vielleicht eine kleine Brücke zwischen dem Fluss, über dem Fluss. Ja, und dann sehen wir weiter, ne? Ich bedanke mich erstmal und ja, sehen wir uns am nächsten Tutorial. Ich freue mich drauf. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss!